Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute ein bisschen ungeplant. Ja, ich weiß noch nicht genau, wann ich das Video veröffentliche. Jetzt ist auf jeden Fall noch Ende November. Wir haben jetzt Freitag und nächste Woche Montag bin ich nochmal bei Audi. Ja, warum bin ich nochmal bei Audi? Ich wurde angeschrieben vor einigen Wochen. Ich hatte ja echt sehr, sehr unangenehmen November. Viel Arbeit, viel Stress, jede Menge andere Mist, Sachen noch so drumherum, zu Hause, Heizungsausfall und so weiter und so fort. Will ich gar nicht erst anfangen. Auf jeden Fall kam dann im November ein Brief von VW bezüglich einer Rückrufaktion für meinen S6. Also hier ein schönes Auto. Wie gesagt, ich hatte eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass es da noch irgendwas gibt. Und gibt eben jetzt eine Rückrufaktion, Beifahrer-Airbag, irgendwelche Sicherheitsbedenken, bla bla bla. Ja, muss man leider machen. Warum sage ich das? Weil es halt immer genauso endet bei mir, wenn ich irgendwo zu Werkstätten gehe. Ich weiß nicht, wenn ihr meinen Kanal länger verfolgt, dann wisst ihr es. Ich habe ja alle möglichen Fehler aus dem Audi rausbekommen, bis auf den einen, der sich auf das Sitzverstellungssteuergerät bezogen hat auf der Beifahrerseite. Das Auto habe ich mit dem Fehler gekauft. Das Steuergerät war kaputt. Ich habe mir dann eins vom Verwerter besorgt. Habe ich auch ein Video dazu auf meinem Kanal, verlinke ich euch oben. Habe ich das Steuergerät vom Verwerter eingebaut, ging die Sitzverstellung wieder, aber ich konnte mit dem Steuergerät nicht kommunizieren. Da gibt es ja immer diesen berühmten Bauteileschutz bei VW und das konnte ich mit meinen Mitteln eben nicht umgehen. Es hat zwar funktioniert, aber ich hatte diesen Fehler im Fehlerspeicher. Ich habe alle möglichen Reparaturen an meinem Audi vorgenommen, es stehen auch noch einige an. Auf jeden Fall war ich halt super happy, ich hatte noch einen einzigen Fehler im Steuergerät oder beziehungsweise halt im Verbund der Steuergeräte und das war eben der Fehler in Bezug auf das Sitzverstellungssteuergerät Beifahrerseite. Ja, der war also noch drin. Jetzt zurück zu dieser Rückrufaktion von Audi. Ich gebe mein Auto da ab, frage, weil ich dachte, wenn ich schon da bin, kann ich ja fragen, Profis, ob sie nicht vielleicht das schaffen, das Steuergerät vom Verwerter entsprechend auf mein Auto zu kodieren. Und dann meinte der Kollege, ja, schwierig, kann gehen, kann nicht gehen, kann schwierig werden. Und dann habe ich mir schon gedacht, okay, dann lieber nicht. Wir sind dann mündlich so verblieben, dass sie nichts machen. Ich habe das Auto also abgegeben, nur zu dieser Rückrufaktion für den Airbag. Und wie gesagt, wir hatten uns mündlich darauf verständigt, dass sie es dann lassen mit ihrer Kodierung. Ich hole das Auto am Abend wieder ab, kriege eine Rechnung über 90 € wegen Kodierung. Okay, denke ich, ja, aber wir hatten doch eigentlich besprochen, dass sie nichts machen. Ja, ist irgendwie untergegangen in der Kommunikation, pipapo, tralala. Ich scheiße auf die 90 €, scheißegal, dass sie es versucht haben, haben es eh nicht geschafft. Also die Information war, nee, sie haben es leider nicht geschafft. Dachte ich mir, gut, ja, dann ist es halt so. Nimm das Auto wieder mit. Ein paar Tage später mache ich einen normalen Service und gehe halt einfach aus Routine nochmal ins Steuergerät und prüfe in Bezug auf die Fehler. Wie gesagt, mein letzter Stand, ein Fehler in Bezug auf die Sitzverstellung Beifahrerseite. Lese aus, 8 Fehler. Alarmhupe, was war das? Innenraumüberwachungssensor, der sitzt oben, da wo die Leseleuchte ist, habe ich mich schlau gemacht. Dann irgendwelche Codierpin-Einträge schauen wir uns gleich im Launch an. Ja, also grauenhaft, ich bin jetzt mit denen im Gespräch. Es ist super ärgerlich. Ich habe mir jetzt ein originales Steuergerät bei Audi Tradition gekauft. Das möchte ich jetzt heute verbauen, also originales Steuergerät für die Sitzverstellung und schaue dann mal, ob zumindest dann das Fahrzeug das Steuergerät wieder erkennt. Ich hoffe, dass wenn das der Fall ist, also dass die Kommunikation möglich ist ja ein frisches Steuergerät, nicht auf irgendein Auto gebrandet, hoffe, dass es dann erkannt wird, hoffe, dass sie dann ihren Kodierungswahnsinn wieder aufgeräumt bekommen. Ansonsten, ja, weiß ich noch nicht, wie ich dann damit umgehe. Ja, auf jeden Fall steht das heute auf dem Zettel und jetzt zeige ich euch einmal die Fehler, die jetzt eben bei diesem fehlgeschlagenen Kodierversuch, den sie eigentlich gar nicht hätten unternehmen sollen, aufgetreten sind und womit ich jetzt sozusagen aktuell zu kämpfen habe. So, ich habe jetzt mal das Launch-Diagnosegerät gestartet. Hier ist der Bericht. Der Bericht ist vom 22.11., also das hatte ich, wie gesagt, kurz nachdem ich das Auto bei Audi hatte, habe ich das ausgelesen und wir sehen hier jetzt 19 Diagnose-Interface-Datenbus. Ich habe es übrigens auch probiert mit VCDS, keine Chance, kriegt die nicht raus. Steuergerät, Sitzverstellung mit Memory-Beifahrer. Das ist der bekannte Fehler, den hatte ich drin, das war der einzige, der noch vorhanden war. Alles gut, wenn der noch da ist. So, und jetzt hier 36, Sitzverstellung Fahrerseite, da hatte ich gar keine Fehler. Und da habe ich jetzt 4 Stück. Komponentenschutz aktiv. Super, vielen Dank, ihr Profis. Das ist mein Originalsteuergerät. Codierpin, Steuergerät, Sitzverstellung, Memory, Beifahrer, Konzern, Datenbus, Komfort. Ja, hervorragend.
Und wir haben 46 Zentralmodul Komfortsystem, nochmal 3 Fehler, Alarmhupe, lokaler Datenbus und Sensoren für Innenraumüberwachung. Es ist wirklich, und so ist es bei mir echt immer, so ist es bei mir jedes Mal, wenn ich irgendwas zu den angeblichen Profis in die Werkstatt gebe. Es endet immer genau mit irgend so einem Scheiß. Und das Schlimmste ist, sie haben kein Wort davon gesagt. Ja? Was in Rechnung stellen, wo sie keine Leistung erbracht haben, ist das eine, was schon mal fragwürdig ist. Aber da würde ich sagen, okay, man kann sich immer mal falsch verstehen. Die 90 €, ja, ist ärgerlich. Aber da geht die Welt jetzt auch nicht von unter. Aber das regt mich halt auf und das akzeptiere ich nicht. Das ist eine Frechheit. Das Fahrzeug so zu übergeben, indem man da eben diese Fehler drin lässt oder es nicht mal zu kommunizieren. Ja, also ich habe mich auf jeden Fall sehr geärgert. Heute, wie gesagt, der Versuch, mal schauen, ob das neue Steuergerät dann erkannt wird. Und dann müssten sie es ja eigentlich auch schaffen, die Profis, das Ding anzulernen. Ist ja dann schließlich ein neues Steuergerät. Ich packe euch jetzt mal in den Zeitraffer und wir gucken uns das unten am Beifahrersitz an. So, entschuldigt bitte die Störgeräusche. Mein Vermieter ist gerade am Holz machen. So, ich habe jetzt keinen Zeitraffer angemacht. Ich habe euch ja vorher das Video verlinkt vom ersten Mal, wo ich das ausgebaut habe. Ist relativ simpel. Ihr braucht hier entsprechend einen 10er Vielzahn. Und mit dem 10er Vielzahn löst ihr dann die Schrauben. Wir haben hier vorne 2 Stück, rechts und links, die den Sitz verankern. Und das gleiche haben wir hinten. Irgendwo müssten die hier eigentlich auch liegen. Hier habe ich sie. So sehen die aus. Und hinten ist es eben so, da, wenn ihr den Sitz, also zum Ausbauen, erst fahre ich den Sitz ganz zurück, löse die Schrauben hier vorne, dann fahre ich den Sitz ganz nach vorne und löse die Schrauben hinten. Für die Schrauben hinten habe ich jetzt, weil meine Vielzahnnuss recht groß ist, mir hier entsprechend einen Schraubenschlüssel aufgesetzt, hier vorne, um es zu lösen, weil ich eben mit einer Ratsche oder so hier oben nicht genug Platz hatte, weil ich dann hinten immer am Polster hänge und den nicht sauber ansetzen kann. So, jetzt habe ich, wie gesagt, hier das Steuergerät schon ausgebaut. Das ist nur mit 2 Schrauben gehalten. Hier einmal mit dem Loch da unten und mit dem Loch hier oben. Die Schrauben, wie sehen die aus? Das sind die Schrauben. Wie gesagt, einfach rausgedreht. Das ist das alte Steuergerät vom Verwerter. Ist einfach mit 2 Steckern hier angeschlossen. Das ist auf dieser Platte befestigt. Das baue ich jetzt auf der Werkbank um, auf das neue. Und dann schließe ich mal den Tester an und gucke, ob er zumindest Kommunikation mit dem neuen Steuergerät aufbauen kann. Aber wie gesagt, erstmal hier Steuergerät entsprechend auf der Werkbank tauschen. So, ich bin jetzt am Auto. Ich habe hier schon die WIN eingegeben. Er macht jetzt den Schnelltest. Jetzt schauen wir mal. Das Steuergerät für die Sitzverstellung auf der Beifahrerseite habe ich jetzt mal nur provisorisch angeschlossen, einfach um zu gucken, ob es überhaupt erkannt wird. Und jetzt schauen wir mal, welche Fehler hier vorhanden sind. Ja, Zugang, Klima, sind auf jeden Fall scheinbar noch mal ein paar neue. Spannend wird es, wie gesagt, nachher bei der Übersicht, was er denn sagt, beziehungsweise ja, was er rausgibt in Bezug auf die Sitzverstellung für die Beifahrerseite. So schnell ist der Schnelltest gar nicht. Ich mache jetzt hier Pause und wir machen gleich weiter, wenn er durch ist mit dem Scannen. So, ich habe jetzt einmal gescannt. Ich habe jetzt leider VCDS nicht hier. Ich habe hier jetzt leider nicht die Möglichkeit, die Sitzverstellung für die Beifahrerseite gesondert anzusteuern. Zumindest sehe ich es hier nicht. Ich sehe nur die Sitzverstellung für die Fahrerseite. Interessant ist aber, die Codes haben sich geändert. Also Höhenverstellung. Da hat er jetzt irgendwie Probleme mit der Grundeinstellung für einen Fahrersitz. Aber der Fehler mit dem Codierpin, der ist weg. Und der Fehler mit dem Beifahrersteuergerät sehe ich nicht mehr. Also vielleicht... Gut, hier ist jetzt irgendwie noch was dazugekommen. Batterie habe ich auch noch mal eingesehen. Ruhestrom, aber gut, wenn wir halt Fehler im Datenbus haben, kann es halt sein, dass der Datenbus gar nicht runterfährt. Dann ist natürlich klar, hier ist er wieder. Diagnoseinterface. Kein Signal, keine Kommunikation. Okay, wir löschen die Fehler einmal. Ja. Da, hier drüben, ja, blind. Also probieren wir es einmal. Hey, der Fehler ist weg. Das habe ich jetzt das erste Mal. Das habe ich noch nie geschafft, dass der Fehler von dem Steuergerät Beifahrerseite gelöscht werden konnte. Ah, okay. Jetzt ist er wieder da. So viel dazu. Kein Signal, keine Kommunikation.
kommt also wieder. Kommt zeitversetzt, aber kommt wieder. Muss ich wahrscheinlich zu Hause nochmal testen mit VCDS, ob sich das anders verhält. Aber interessant ist, dass dieser Codierfehler weg ist. Also die Fehlercodes haben sich jetzt mit dem neuen Steuergerät verändert. Jetzt kann er gar nicht auf das Steuergerät Fahrerseite zugreifen. Das ging sonst eigentlich immer. Na gut, ich probiere mal, ob ich noch ein paar Fehler gelöscht bekomme und ja, dann mache ich drüben noch ein bisschen sauber, saug dann nochmal raus, schraube das alles zusammen und dann muss ich einfach mal gucken, was Audi beim nächsten Besuch sagt, weil, das Beste habe ich auch noch gar nicht erzählt, das war ja diese Rückrufaktion für den Airbag. Die haben beim ersten Mal überhaupt nichts gemacht, außer mal zu gucken, was das denn überhaupt für eine Teilenummer ist. Scheinbar wissen die gar nicht, welche Teile die in ihre Autos verbauen. Und das wurde mir auch so nicht kommuniziert. Ich war davon ausgegangen, dass an dem Tag der Airbag getauscht wird und dass die Sache damit durch ist. Nö, Pustekuchen. Das sind 2 Termine, hat man mir dann gesagt, als ich das Fahrzeug abgeholt habe. Also Kommunikation bei Audi. Aber wie gesagt, ist ja eigentlich universell. Ich kenne es gar nicht anders. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, was rauskommt. Ich habe jetzt mal, wie gesagt, ein originales, neues Steuergerät verbaut. Wenn sie das jetzt auch nicht ans Laufen kriegen, dann muss irgendwo ein Kabelbruch oder irgendwas sein. Was mich aber wundert, weil ja der Sitz sich verstellen lässt. Das wäre ein sehr selektiver Kabelbruch, aber gut. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, was jetzt dabei rausgekommen ist und ich zeige euch gleich nochmal, wenn ich wieder alles zusammengebaut habe, wie es drüben aussieht. So, es ist natürlich mal wieder lichttechnisch schwierig, so wie immer. Man arbeitet ja immer abends im Dunkeln. Naja, so ist halt. Auf jeden Fall, Sitz ist wieder fest, vorne und hinten und funktioniert auch noch. Das hat er vorher auch, trotz der vielen Kodierungsfehler. Aber er geht jetzt wieder. Schön ist, finde ich, die ganzen Fehler zum Fahrersitz sind jetzt wieder raus. Ich habe lustigerweise vor ein paar Minuten während des Videodrehs auch eine E-Mail von Audi bekommen, von wegen, ja, wir schauen uns das mal an, gucken, ob wir da irgendwas machen können. Ja, denen werde ich am Montag schön was erzählen und ich werde das alles auch schriftlich festhalten, wenn ich das Auto am Montag abgebe, dass ich entsprechend jetzt einen Teil der Fehler schon beseitigt habe und ja, schaue dann ganz genau drauf, wie der Fehlerzustand ist, wenn ich das Auto am Montag wieder abhole, nach dem Airbag-Tausch. Die anderen Sachen, diese Innenraumsensorüberwachung habe ich mir auch schon bestellt, Alarmhorn habe ich mir bestellt. Warum die Fehler jetzt gerade auftreten nach ihrem fehlgeschlagenen Kodierungsversuch, ich weiß es nicht. Ich finde es extrem komisch. Ich denke, das hängt zusammen, kann es aber natürlich nicht beweisen. Bin auf jeden Fall mal gespannt, was die am Montag sagen. Ich bin erstmal zufrieden, dass die Fehler vom Fahrersitz jetzt wieder alle verschwunden sind. Vielleicht müssen die ja jetzt wirklich dieses neue Steuergerät einmal kodieren, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall ein neuer Zustand, dass ich den Fehler kurzzeitig löschen kann und er dann wiederkommt. Ansonsten konnte ich ihn gar nicht löschen. Aber da spreche ich am Montag nochmal mit denen, lass mir das alles schriftlich geben und dann halte ich euch auf dem Laufenden, wie es aussieht. Unten drunter habe ich jetzt auch gesaugt, das heißt, da die ganzen Seitenstücke sind jetzt wieder schön sauber. Da kommt man ja sonst immer nicht hin. Das heißt, hat sich auf jeden Fall gelohnt, da nochmal das Steuergerät zu erneuern, dadurch, dass da jetzt nochmal die Krümel weggesaugt sind. Insofern, ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. War ja eigentlich mehr so ein Fabian beschwert sich Video, aber ja, gut, ich meine, trotzdem habt ihr ja gesehen, wie gesagt, wie man an das Steuergerät rankommt und wie ihr es ausbauen könnt. Wie gesagt, den Sitz erst einmal vorne lösen, dann ganz nach vorne fahren und dann hinten lösen. Und dann kommt ihr da unten ans Steuergerät ran. Ansonsten schaut halt bei dem Video, was ich euch verlinkt habe, da habe ich das etwas ausführlicher gezeigt. Ansonsten geht es dann, ich weiß ja gar nicht, wann ich das Video veröffentliche. Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dann beim nächsten Video auch wieder mit dabei seid. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.